diese Strecke da durch den Wald war eigentlich sehr schön. Für uns als 3,90 Meter hohes Fahrzeug musstest du halt dauernd zwischen den beiden Ebenen hin und her denken. Also zum einen die Fahrspur unten, liegenden Bäumen, wo du drumherum fahren musst. Dann aber eben die Äste und Bäume, die von oben reinhängen, wo du oben mit dem Koffer irgendwie durch willst, ohne dass du ihn beschädigst. War relativ tricky. Oh, die Wälder sind schön, ja? Ja, ist toll hier. Man sieht wirklich, es ist sehr wenig befahren. Ein paar Autos im Jahr vielleicht. Am Anfang fanden wir das noch ganz toll, aber es war so mühsam, sich da durchzuarbeiten, dass wir es dann irgendwann auch nur noch nervig fanden und endlich zum Fluss wollten. Wir können jeden Moment stecken bleiben, weil wir hier einfach entweder zugebaut voller Baumstämme sind oder weil diese miese Spur nicht mehr weitergeht. Die ist ganz schön steil nach oben festhalten. Wer hat dich denn dahin gehängt? Aber hast du diesen Urwald gesehen? Ja. Nur der Bomi kommt da durch. Tja, schauen wir mal. Warum? Und wie sieht's aus an der Front? Weil sonst kommt das Pulver Also raus. da hinten werden die Spuren auf jeden Fall fetter. So fast wie am Anfang. Wir brauchen eine Pause. Nach 4 Stunden haben wir ungefähr 5 Kilometer geschafft, oder was? Schönen Dank an dieser Stelle an deinen Onkel Stefan, ja, meinen Bruder, der gemeint hat, wer cool ist, der fährt in Rio Meier. Da fährt niemand. Super. Jetzt weiß ich auch, warum. Jetzt wissen wir auch, wer die Löcher im Koffer spachtelt. Wieso pappst du mir ins Matti ans Hirn? Hast du gewusst, dass du so einen Abenteuerurlaub gebucht hast? Ich habe schon einen Abenteuerurlaub gebucht, aber so einen habe ich mir nicht vorgestellt. Grenzwertig. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollten oder sollten. Endlich den Fluss erreicht. Wir waren dann im Flussbett des Rio Meier angekommen und wir waren erst total happy und dachten, ja, jetzt geht's einfach geradlinig nach Chile. Und ich habe mir das auch viel einfacher vorgestellt. Ich dachte, es gibt im Flussbett eigentlich keinen Zweifel mehr, wo man fahren kann. Aber da ging eigentlich die Sucherei erst richtig los. Geht da drüben was? Da geht die Spur rüber. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Keiner hat eine Ahnung. Verlief sich jetzt einfach derart, dass du nicht genau wusstest, wo sind die anderen gefahren. Klar, man hat sich dann gedacht, wo kann ich jetzt fahren? Es ist ein ganz unübersichtliches, weitläufiges Flussbett und wir haben ganz oft die Fahrspuren verloren. Wo ist denn die Spur hin? Okay, wenn es nicht ein Fluss ist. Also, tja, vorwärts geht irgendwas, aber nicht viel mehr. Es war eine sehr schwierige Wegfindung und ganz, ganz viele kleine Furten, die aber alle noch völlig unspektakulär waren. Irgendwo da hinten haben wir eine Fahrspur gesehen. Ja, hier rechts sind die Spuren. Hier ist eine, genau. Ja, hier durchs Flache vielleicht. Oh, jetzt müssen wir einen riesen Fluss kriegen. Ups, Daniel, halte ich ein bisschen fest. Weil das Flusswasser kommt hier rein. Aber wo fährst du jetzt? Ja, die Spur links von mir. Schau, wie der Fluss viele Arme hat, lauter verschiedene Flüsse. Und der Vorteil an diesem weit aufgefächerten Flussbett war natürlich, dass sich die Wassermenge in ganz viele kleine Rinnsale verteilt hat, die es im Grunde ganz einfach war durchzufahren. Kinder festhalten. Jetzt schau mal, Dann unten im Flussbett war es relativ gut zu fahren. Also es waren ein paar weichere Sandstellen, aber die kriegt man in den Griff. Und das meiste war dann kiesig und gut tragfähig und Jeder hält Pfütze durchqueren. war alles nicht sehr tief.
könnte doch der Carrera sein, oder? Rio Carrera, die Problemstelle. Da oben rein, raus aus dem Tal. Genau, aus dem anderen Tal. Oh ja, der ist viel. Der hat viel mehr Wasser. Oh Gott, wie soll man denn da rüberkommen? Dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass der Rio Maya ja gar nicht das Problem ist, sondern der Rio Carrera. Da kommt noch ein größerer Fluss dann aus einem Seitental rein. Ziemlich fetter Fluss, findet ihr nicht? Ja, doch. Ich hoffe, wir können ihn umfahren. Jetzt hört hier die Fahrspur auf. Mann, ich dachte, man denkt immer, man hat es jetzt geschafft und dann hat man gar nichts geschafft. Sah doch ziemlich anspruchsvoll aus. So. Wir kampieren jetzt hier erstmal. Ich dachte schon, wir kommen heute noch rüber und können uns freuen, aber wir schaffen es nicht. Den ganzen Tag hier rumgeeiert und uns halt tausendmal verfahren. Und wenn ich diesen fetten Fluss anschaue mit der Strömung, dann muss ich sagen, sinkt mir der Mut. Aber vielleicht hilft ja einmal drüber schlafen. Patagonisches Flussfrühstück. Kaffee, Kollege. Pfirsich. Vergnügen am frühen Morgen, danke. Was ist Wie ist die Bemalung? Ja, Kaffee. Kaffee. So, wer will heute nach Chile? Ich würde ganz gern dort ankommen. Ich will auch nach Chile. Und zwar auf dem kurzen Weg, weil zum Umkehren reicht der Sprit nämlich nicht mehr. Ja, würde knapp werden. Der war gestern, glaube ich, schon knapp, als wir losgefahren sind. Da Nee, oben. wenn wir darüber kommen, reicht's noch. Im Chile treiben, dann kommen wir auch irgendwann an. Stimmt, der Fluss geht in die richtige Richtung. Wir können der Brummi wird zum Boot und wir fahren mit dem Fluss runter. Nein. Wie ein Amphibienfahrzeug. Am nächsten Tag ging dann die Irrfahrt weiter. Wir sind ewig an diesem Fluss hin und her gefahren, haben versucht, eine Furt zu finden. Und es ist ein Fernrohr, was ich gerade anhab. Aber siehst du, wo es lang geht, Tino? Wo geht's durch den Fluss? Ich sah immer nur Fluss. Siehst du was, Emil? Nee, nicht in die Richtung, dann nach Chile. Im Fluss hat man dann schon diverse Fahrspuren wieder gesehen, wo man dachte, okay, man findet jetzt auch diese Furtstelle, wo es über den Rio Carrera geht, gut. Ja, ich habe da vorne mitten im Fluss deutlich aufgebaut eine hohe Markierung gesehen, die untenrum befestigt ist. Okay. Also nicht zufällig. Haben Sie so beschrieben? Aber man weiß nicht, wie es drüben weitergeht. Ja, das ist gut. Es war zunächst gar nicht klar, wo die beste Stelle wäre, den Fluss zu überqueren. Und außerdem haben wir auch gar nicht gesehen, wo es auf der anderen Seite hätte weitergehen sollen. Da war erstmal eine steile Böschung und dichter Wald. Und wir haben zwar schon den Grenzposten von den Chilenen gesehen, aber nicht, wie man da hin hätte kommen sollen. Das Problem ist halt, wir haben im Grunde wenig Bergemöglichkeiten, außer jetzt Fremdhilfe mit Traktor. Jetzt so ein 8-Tonner LKW, wenn der mal steckt, da muss schon mal mindestens mit einem halbfachen Fahrzeuggewicht anrücken, damit sich da was bewegt. Beim letzten Schluck Kaffee aus der Tasse habe ich gerade gesehen, dass da vorne ein Traktor steht. Vermutlich von den Grenzern, aber Vielleicht wissen Sie, wo es lang geht. als wir die gesehen haben mit dem Traktor, dachten wir, ja, die fahren halt mit dem Traktor rüber, schlaue Sache. Aber die hatten auch den Auftrag, den Traktor stehen zu lassen und nicht drüber zu fahren. Wenn die gerade hier
man sich mit dem Traktor da nicht rüberfahren traut, dann brauchen wir es, glaube ich, gar nicht probieren. Jetzt laufe ich mal ans andere Ufer und schaue, ob ich die Ausfahrtsspuren finde, auf welcher Höhe die ungefähr sind. Und dann kann man sich auch die Einfahrtsspur denken, eventuell. Na, viel Glück. Ja. Hoffentlich reißt es sich nicht davon. Ein bisschen Versatz gibt es immer. Die Auskunft war auch da, wo sich die beiden Flüsse treffen, also der Rio Maya und der Rio Carrera, genau auf diesem Kiesbanknetz. Da muss man queren. Also man musste wirklich mit Fingerspitzengefühl, ist man da geistig diese Kiesbänke abgefahren. Jetzt geht er durch den Fluss. Wer? Der Papa. Ganz, ganz weit weg. Oh, jetzt ist er hingefallen. Ist es der grüne Punkt? Ja. Ah, jetzt geht er aber wieder weiter. Nur hier bei mir siehst du ihn. Wieso läuft der Papa im Fluss? Ja. Ja. Und wie ist die Strömung in dem Hauptfluss? Na dann, toi, toi, toi. Wo ist er denn? Beim ersten Versuch komplett rüber geschwommen, also da konnte ich nicht mehr am Boden stehen. Und der ist jetzt durchaus ein kräftiger Mann, aber den hat es da einfach mit der Strömung mitgerissen. Das war einfach richtig tief. Da war dann irgendwie auch klar, also an der Stelle geht's nicht. Ja, und dann haben wir schon ein bisschen Manschetten gekriegt. Jetzt ist er drüben, Kinder. Und siehst du denn Fahrspuren auf der anderen Seite? Die waren dann aber irgendwie nicht mehr auffindbar. Also kein weiterer Verlauf. Da gab es Fahrspuren, die am Fluss weggingen, die waren aber nach 40 Metern waren die wieder weg. Und das war richtig tief, also da ist man dann schon auch bis zum Knöchel eingesunken als Fußgänger. Dann war uns leider klar, dass das eigentliche Problem noch nicht mal der Fluss ist, sondern das Weiterkommen auf der anderen Seite. Also selbst wenn man diese Flüsse durchquert hätte, wäre man drüben einfach massiv einmorastet. Wenn wir uns festgefahren hätten, wären wir nie wieder rausgekommen. Also es war irgendwie klar, das geht nicht. Vor allem kam mir dann mal die alte Furtregel wieder in den Kopf. If you can't walk it, don't drive it. Das ist so der klassische australische Furtgrundsatz und der macht schon Sinn, weil es ist relativ leicht, sein Fahrzeug auf Nimmerwiedersehen zu versenken. Da muss sich schon klar sein, bis da jemand kommt, das dauert. Das Wasser hat 10 Grad, also das ist schon einfach kalt. Und wir haben 2 nicht schwimmende Kinder. Es gibt sicher nichts Lustigeres, als mit einem im Fluss treibenden LKW plötzlich evakuieren zu müssen und mit 2 Nichtschwimmern dann durchs Flussbett raus zu müssen. Ja, also vermutlich werden wir es nicht ganz schaffen. Da hinten ist kein Weiterkommen. Wir kapitulieren. Die Flussquerung wäre lebensmüde. Auch nicht mit den Kindern und mit meiner Mama. Ja, wir müssen halt schauen. Also jetzt warten wir erstmal diesen kleinen Thunderstorm ab und dann werden wir vielleicht da unten noch mal gucken.
aber Ja, irgendwann haben wir auch genug geguckt. ich weiß. Jetzt gibt's erst mal einen heißen Tee. Das ist eben auch die Krux. Jetzt sind wir schlauer. Man kann mit einem Fahrzeug den Paso Rio Maya nur im Winter versuchen und bezwingen, wenn erstens der Fluss weniger Wasser führt, aber vor allem, wenn der Sumpf gefroren ist und man nur über den gefrorenen Boden fahren kann. Im Sommer keine Chance. Na, wie fühlt sich die Niederlage an? Das ist Niederlage. Es war ja von vornherein klar, dass es nicht leicht wird oder dass wir es suchen müssen. Das Abenteuer ist hier zu Ende für mich. Das ist so bitter. Wir sind so nah dran, wir haben so lange gebraucht. Und wir sehen von hier die chilenischen Grenzhäuser. Das sind vielleicht 4 Kilometer. 3 wahrscheinlich. Aber es ist halt leider ein Fluss dazwischen ohne Brücke. I guess we accept defeat. Ciao, Rio Maya, ohne uns. Wer kann mich mal trösten? Also tschüss, Rio Maya und Rio Carrera. Wir schaffen es jedenfalls nicht. Ja, die Entscheidung umzudrehen, die war schon hart und hat keinen Spaß gemacht. Aber trotzdem, wir haben es keine Sekunde bereut. Es war ein fantastisches Abenteuer und genau deswegen sind wir ja hier, um sowas zu erleben. Der Weg ist schließlich das Ziel. Der Versuch war es absolut wert und es war ein sehr schönes Erlebnis. Einfach mal in dieser wilden Natur sich da fortzubewegen, auch mit dem Duro natürlich, weil der ja fürs freie Fahren im Gelände im Grunde gebaut wurde. Und das ist einfach, macht schon sehr viel Spaß, weil das ganze Setup ist einfach Motor, Getriebe, Verschränkungen, Reifengrößen. Das funktioniert alles sehr gut. Ja, unser Fazit zum Rio Maya ist 3 Löcher im Koffer, Dachluke kaputt gefahren, zerbrochenes Küchenfenster, aber leider geil. Wir hatten Glück, dass der Diesel dann für die Rückfahrt noch gereicht hat, weil wir hatten uns schon fast darauf verlassen, dass wir eigentlich rüberkommen. Wir haben einfach den nächsten fahrbaren Pass genommen. Das ist der südlichste Pass, um von Argentinien nach Chile zu kommen, der Paso Robayos. Und da waren wir eigentlich echt ganz erstaunt, was für eine wunderschöne Landschaft. Auch das war völlig einsam. Ja, der Paso Robayos war natürlich auch ein Highlight. Zwar gut zu fahren war jetzt, weil es auch Gravel Roll war, aber da waren wir auch relativ alleine und nichts los. Schönste Natur natürlich. Ende gut, alles gut. Wir sind dann einfach ein paar Tage später nach Chile gekommen, auf einem anderen Weg. Na, so sieht Chile aus. Liebe Allradfahrer, wenn ihr solche Freaks seid wie wir, dann fahrt's dahin, probiert es aus, macht es, schaut es euch an. Es ist vielleicht eine Sackgasse, aber es ist wirklich sensationell schön und vielleicht auch die wildeste Strecke, die man sich so aussuchen kann. Dagegen ist die Carretera Austral eine Autobahn. Also viel Glück.